Und jetzt hörst du. Aha, da wird geschafft. Hoi, zusammen. Das ist ein Chilo. Achtung, da. Ja. So, heute erleben ihr mal einen ganz normalen Tag in meinem Leben. Um 6 Uhr aufgestanden, 6:30 da gestanden, E-Mails beantwortet, den Tank bereits wieder trümmeln lassen. Der wird dann heute demontiert, denkt zum Weiterverarbeiten und. Zuerst holen wir jetzt aber die ach so wichtige Starterbox, weil wir gehen ja mit dem Lieferwagen, mit dem Leutnant. Die ohne Starterbox läuft meistens nicht, hat ein bisschen Mühe mit der Batterie. Wir haben 8:00 Uhr. Um 9 Uhr müssen wir zu Wald sein. Wir liefern das Tandem ausliefern an das Heimatmuseum. Die alte Dame. Ist nicht gerade wahnsinnig wintertaugliches Auto da, aber der Regel zuverlässig. Das hure Vehikel da. Kannst du mir schnell helfen vorne? Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie ich das restauriere, da oben links ist der Link. Eben. Jetzt lassen wir noch die Rechnung raus. Nur ein Computerbüchse muss halt das sein. Gut. Jetzt etwa 40 Minuten. Ja, jetzt sind wir angekommen. Guten Tag, hoi. Ui. Und jetzt hörst du erst langsam. Das ist das Training. Ja, ja. Hast du noch so ein Zeug, oder? Geil. Ist aber hure schön, hä? Das ist aber auch, he? Ja, die ist gäbig gebraucht. He? Das ist genial. Was ich toll finde, ist der Ton, oder? Ja, ja, voll. Das ist noch Kiste. 4 Verschlüsse. Chronikstube. Leck, du, ja. Ja, ist die Tradition, gell? Also, dann wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin und gutes Gelingen da. Das ist auf jeden Fall, ja. Und abgehängt. Schön, wenn man gegen den Lastwagen siegt. Also, jetzt sind wir hier, wie ihr gesehen habt, im Heimatmuseum Wald gewesen. Könnt ihr mal schauen. Und natürlich steht auch das Tandem steht auch in dem Heimatmuseum. Und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Hat ein paar ganz lässige Sachen dort drin. Es ist 10 Uhr. Wir sind retour. Ja, tolles Trüllet noch. Schau mal. Also als nächstes kommt der Rahmentank runter, der Maxi-Tank. Es ist quasi so schräg gelaufen, gerade, und auf die andere Seite schräg. Das heisst, das Material, die Schleifsteine, die dort drin sind an jeden Winkel angekommen, ganz bestimmt. Und dann noch auf beide Laufrichtungen. Das heisst, es sind 6 verschiedene Stellungen eigentlich. Jetzt nehmen wir das Ganze mal ab und schauen das mal an. So. Braune Soße, das Kaffee. Jetzt müssen wir den ganzen Rahmen natürlich zuerst mal von diesen Schleifsteinen befreien und auswaschen, ausspülen und dann sehen wir, wie das aussieht. So, die grossen sind aus. Das ist jetzt eben immer so eine Sache, bis die alle draussen sind. Da. Seht, jetzt hat noch ein Häufchen voll. Ja, Bumba. Oh. Eins noch, he? So, also ist sehr blank. Jetzt sieht man gerade hier das Dreieck. Da kommen natürlich die Schleifsteine nicht an. Und darum tue ich die immer zuerst mechanisch entrosten und nachher chemisch entrosten. Jetzt haben wir parat, jetzt ist das ganze Schleifzeug draussen, all die Schleifsteine. Und jetzt kommt eine chemische Entrosteremulsion rein. Und die muss dann wieder ein paar Tage einwirken. Je nachdem, also wenn es so frisch ausgeschliffen ist, lasse ich es einmal 2 bis 3 Tage. Und dann können wir erst dann wieder weitermachen. Also, das machen wir jetzt gerade. So, jetzt haben wir hier einen Dezi von dem. Das kann man jetzt mischen mit etwa 5 Liter Wasser. Gut, jetzt müssen wir natürlich unten wieder, ganz wichtig, wieder verschliessen. So, blub, 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 blub. So,
Also, jetzt wissen wir alle, der Maxi-Tank der geht ja irgendwo bis da hinten. Aber dass dort hinten auch sicher voll ist, tue ich jetzt den da schnell einmal lupfen. Und dann hört man es schon. Kann ich da nämlich noch mal ein bisschen eingütterle. Also, jetzt ist es sicher voll. Es ist immer gut auf der Heizung oben, wenn es warm ist, reagiert es halt einfach besser. Also, dann weiter. Ich habe hier hinten noch einen Chilo. Der Tank sieht auch miserabel aus. Der sieht schon recht übel aus, oder? Ja, der. Und hier natürlich noch den Benzinhahn wegnehmen und dort unten anders verschliessen. Ja, da sieht man es schon. Hat unheimlich Material dran. Das ist natürlich nicht gut. Weil der Originalhahn wäre natürlich nachher kaputt, wenn dort die ganze Zeit die Schleifsteine an das Ding antrümmelt. Dann ist das nachher am Arsch. Ich habe jetzt da diverse so Zäpfchen gedreht oder eben dann nehme ich alte Kugelhähne oder einfach nur Gummistopfen. Und den da müssen wir wahrscheinlich auch ersetzen durch etwas anderes. Das ist jetzt zu gross. Ein 30er Bajonett. Ja, das ist so etwas im Muster. Irgendwo Richtung Gummi. Ist natürlich immer ein Zeichen, wenn sie schon lackiert sind, ist ganz klar. Aber einfach ein bisschen vorsichtig behandeln. Aber das Material, das ich jetzt hier tue, die Flüssigkeit, die kann am Lack hat die nichts da quasi. Die ist nicht schädlich. Anders sieht es dann natürlich aus bei der Beschichtung. Dort muss man ihn dann einpacken. Grundsätzlich sage ich immer, vor dem Lackieren geht zum Beschichten. Was natürlich das Problem ist, wenn er pulverbeschichtet wird, dann geht es auch nicht, weil Pulverbeschichtungen härtet, weiss ich, im Ofen 180 Grad oder irgendetwas aus. Ist natürlich zu viel für die Innenbeschichtung, für das Harz. Dann ist das Harz nämlich wieder weg. Gut, jetzt hole ich von dieser Emulsion einen Dezi pro Liter. Das geht rein darum, um die Steine zu schmieren. Und dass man etwas hat, das halt schon ein bisschen vorschafft, was den Rost angeht. Den müssen wir jetzt halt ein bisschen fixen. So. Und ich das so machen. Das ist jetzt auch relativ rostig. Sicher 3 Stunden pro Einstellung. Plus natürlich auf die andere Seite. Also 3 mal 6, 18 Stunden muss jetzt der sicher da laufen. Also, jetzt kannst du schnell schauen, was ist für Zeit. 11 Uhr, das heisst, es lange gerade noch. Wir gehen schnell zum Lackierer. Das ist für einen Kunden, der ein Töffel original aufbaut. Das wird wieder absolut original, silberschwarz mit goldigen Filet. Da kommen dann Kleber her. Für das brauchen wir aber den Rahmen. Dann montieren wir den Tank an den Rahmen und schauen, dass das Kleberli natürlich genau gerade ist. Wie man jetzt hier sieht, den habe ich jetzt bereits beschichtet. So sieht das nachher aus, also der ist komplett blank. Man sieht es vielleicht leicht glänzen. Das ist dann eben die Beschichtung, die drauf ist. Also würde ich sagen, gehen wir los mit dem Teil. Jetzt fetzen wir schnell Vinti. Dort ist der Lackierer und der Spengler. Und dann geben wir das ab und gehen wieder retour, oder? Dann haben wir wieder etwas gemacht. Ja, das Spritzwerk Winterthur und Lanaro Karosserie, das kennen wir ja beides schon. Von diversen Filmen. Aha, da wird geschafft. Hoi. Ich habe jetzt hier mal grob die Maße genommen. Das ist eigentlich dreifarbig. Es ist schwarz, Seite silber mit einem goldigen Filet. Das ist ein bisschen am breitesten Teil da, die 130, 280. Ja. Und das Filet Gold war 5 mm breit, oder? Und ich denke, wir nehmen einfach schwarz Glanz. Oder so hat das ausgesehen. Und da anstatt das Rix-Emblem kommt dann nachher ein Kleberli. Vor dem Klarlack dann das aufkleben, oder? Genau. Ich denke eben, ich sage jetzt mal, diese Woche mal füllen und dann können wir nächste Woche anfangen loslegen, mal die Farben und alles. Das braucht halt schon seine Zeit, oder? Ja, eben. Also schauen wir schnell wegen dem Gold. Gold, also eben, ich habe jetzt gerade letzte
paar TÜV-Felgen gemacht. Ja. Und auch so einen Streifen müssen Gold machen von einem alten TÜV, so einem 50er-Jahrgang. Und den habe ich jetzt das Gold. Ah, das ist recht orange, he? Dann Ja, oder? absolut. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. He? Ja, nein, das ist gut, ja. Also ich habe eben so wirklich und auch gesagt, mal, genau das habe ich gesucht eigentlich. Okay, Wirklich ja. das Gold. Ja, also, Weil, ja, passt. das ist am reinsten. Weil sonst musst du anfangen mit Silber ein bisschen aufhellen, mit Perlen. Und das ist halt immer, okay. ist dann nicht mehr so rein wie das. Ja, Wirklich, genau. Nein, das ist gut. Ja. Tipptopp. Die meisten Fälle, also 99% mache ich das Ganze. Ja. Ah, die Was Geschichte viele mit anbelangt. Filet. Ja. Ja. Das mache ich meistens. Irgendwie mache ich das noch gerne. Und Ja. ich habe die Geduld, weil da brauchst du wirklich Geduld. Weißt, bis du mal die Rundung sauber hast, dann probierst du ein paar Mal. Da geht nicht einmal und das funktioniert. Ja. Und dann ist noch das andere, du machst die eine Seite mal, das sieht cool aus, passt. Dann solltest du aber auf der anderen Seite das Gleiche herbringen. Ja, Das genau. braucht dann Zeit, oder? Ja, Das ist ja so, ja. Ich sage mal so grob 3 Wochen. Ja, ja. 2, 3 Ich Wochen. denke, 2-3 Wochen können wir sicher uns treffen dort wegen dem Kleber. Ja. Und dann können wir alles andere anschauen. Wenn alles passt, können wir den Rest machen. Dann. Ja, super. Einen guten. Ja, hoi. Wir sind unterwegs. Wir sind noch schnell zum Lackieren. Ah, du kannst zu über uns. Bist du mit den Ladies schon dort? Aha, okay. Also gut, ja, dann 10 Minuten. Jetzt ist 12 Uhr. Und jetzt müssen wir sofort wieder in die Werkstatt, weil ein paar vom Ofenkult sind dort. Sie machen heute Shooting und leider sind jetzt die natürlich schon dort. Ist halt. Geht überall halt immer ein bisschen länger. Oder? Da muss man noch ein bisschen das Zeug anschauen, ein bisschen besprechen, ein bisschen zeigen, ein bisschen machen. Das ist ganz normal so. Absolut. Das ist immer schön. Autofahren ist immer etwas Schönes. Man ist immer ein bisschen ruhig. Runterkommen. Hoi, zusammen. Ja, wir sind heute beim SIG eingeladen für Kalendershooting. Eingeladen? Ja, wir Die haben euch einfach eingeladen? Genau, normal gehen wir irgendwo in eine Beiz oder so und im Saufen da ist es zu viel, dass wir dort bleiben. Ja. Und jetzt haben wir das bei dir gemacht, SIG, Ja, dass wir gut. bei dir vorbeikommen. Absolut. Und bei dir haben wir natürlich auch eine unersättliche Quelle an Töffel, oder? Genau. Und stören euch währenddem noch bei der Arbeit, oder? Sehr gut. Wahrscheinlich werden wir sonst gar nicht so zu tun haben, oder? Eben, genau. Es ist immer nur ein langweiliger Tag bei mir. Nein, du fühlt euch frei, wenn ihr irgendetwas mit haben, einfach reifen. Danke, das haben wir gedacht, SIG. Ja, du fühlst dich frei. Ich habe keine Zeit, du siehst, ich bin hier am Film. Also, jetzt schalten wir das aus. Dann tun wir hier die Richtung wechseln. Und schalten wieder ein. Dann würde ich sagen, schauen wir da mal das nächste an. Das ist ein Chilo, wie man am Tank sieht. Ja, lackiert hat jetzt der Kunde das Projekt selber. Ich habe ihm quasi den Aufbau gemacht zum Rolling Chassis. Ich habe ihm das komplett zerlegt. Dann hat er das abgeholt, hat das selber lackiert. Also pulverbeschichtet ist es. Ich bin jetzt wieder am Aufbauen. Natürlich relativ geil mit dieser Springergabel, mit gekürztem Schutzblech. So ein bisschen die gleiche Optik, dass sie etwa am gleichen Ort fertig sind. Dann habe ich hier Kettenschützchen gemacht, also nicht die grossen geschlossenen, sondern einfach wirklich schlicht nur gerade die Ketten verdecken. Felgenring, Speichen runter, sehr ein schöner Zustand. Ich habe das einfach lediglich gut geputzt. Ich habe es dann natürlich ganz leicht mit Obertroll behandelt, dass es nicht mehr weiter rostet, dass es einfach schön die Patina behalten. Weiter gibt es natürlich so ein bisschen Gadgets wie seitliche Nummernhalterung, das Rücklichtchen, extrem schlicht. Da habe ich jetzt ganz einfach LED-Streifen hergemacht. Den hänge ich jetzt schnell drunter, weil dann kann ich nachher an diesen Kabelzeug weitermachen, an der Elektronik. Ihr seht, das wird natürlich alles neu. Das sieht natürlich immer schön aus. Die sogenannte Hochzeit, oder? So. Ich habe das Werkzeug noch da hinten. Oh, die Ständer. Die huren Ständer muss ich noch machen. Müssen wir jetzt ganz schnell auf der Seite lassen. 13:05 Uhr. Das Essen ist nicht wichtig. Ich habe noch genug Reserven. Das ist immer wichtig, weil die dünnsten Seemannen sind immer als erstes gestorben. Und zwar muss ich hier Puchständer machen aus gedrehtem Material, weil es ist ja so, der Motor hier, bei meinem Nickel-Gold-Popper, den ich geschliffen habe alles, und der geht zum Drobalisieren, oder?
wenn ich das schon bringe zum Drobolisieren und Kugelpolieren, bringe ich das auch gerade, weil die Ständer die müssen verchromt werden. Das ist auch eine Bestellung von jemandem natürlich. So. Das sind auch Leseteile für Salzgeber natürlich, oder? Das ist quasi das Teil hier. Natürlich einfach instabil. Das sind jetzt hier unsere Seitenteile. Ja, nein, es ist zwar gar nicht schlecht. Das heisst, ich gehe jetzt mit denen noch ganz Mühe zurück. Ja, kann ich machen. Ja, Rita, hoi. Jetzt sind sie gerade am Shooting machen für den Ofenkult. Und jetzt haben sie gefragt, ob sie in den Kalender nehmen könnten, den Rico. Wenn es unbedingt muss sein, hat er gemeint. Ja. So, das ist jetzt ein bisschen wenig. Hey, hoi! Läuft's? Ganz Band ist oben, ja. Absolut. Jetzt haben wir den gleichen Neigungswinkel. Das heisst, die Position ist nachher dort, wo wir sie wollen. Also, dann kann ich das mal verschweissen. So, jetzt müssen wir das schnell ein bisschen verschleifen. Da. Nein, so. Natürlich eine geile Sache. Oh! Haha, Ständer auf eine Hand. So. Ja, das ist wieder verdammt nah an der Pfote dran. He? Jetzt haben wir es aber. Gut. Jetzt hole ich noch ein anderes Maschinenchen, wo ich noch ein bisschen besser in die Decken komme, um die Rundungen vielleicht noch ein bisschen schöner zu machen. Und dann ist es nachher parat, um zuerst drobolisieren, dann Kugelpolieren und dann verchromen. So, schön sind wir ein bisschen weitergekommen. Es ist aber 4:30. Jetzt muss ich sofort schnell die Sachen zum Drobolisieren bringen. So, sehr gut. Das Zeug ist abgegeben. Au, hure schwer. Sie, kannst du nicht helfen? Sobald der Sieg weg ist, wird da gerade am Zeug herumgefummelt. Ich denke, da fällt er nicht auf, wenn wir den nehmen. Geht es dort vorne? Achtung da! Ja, das könnte ich auch schnell noch machen, oder? Dann auf den Tisch rauf. Also, Sie, ja voll, man denkt da vorne. Ui, die hure Lampe. Für dort wird wirken, oder? Los mal zu den Tänen. Ich rühre gerade etwas rauf. Ja, Felgering nicht vergessen. He? Speichen. 6 Musik, ja. Heiter, wie sieht es für dich aus? Nein. Super. Ja, ja. Ja gut, ja genau. Ja, schau. So, oder? Nicht gut, der voll kommt gut. Sehr gut, ja. Wir machen die noch ein bisschen weiter. Ja. Sehr gut. Also, die können oben noch das Shooting schön fertig machen natürlich. Ich widme mich wieder am Black in Black Popperli. Mache noch die komplette Verkabelung, Stromern. Dann fange ich sicher noch an den Kabelzeug an, Lenkerring ziehen etc. Also, ich sage euch aber schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, weil das geht jetzt noch lang. Ich ziehe ihn noch durch. 10, 11 werden wir es sehen. Wichtig, ihr habt vielleicht gesehen, die einen, ich verlose Gutscheine auf Facebook und Instagram. Wichtig, folgt mir auf beiden Kanälen, wenn euch das Zeug gefällt, das ich hier produziere. Und somit könnt ihr gewinnen. Ich würde sagen, es lohnt sich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao zusammen.